Hallo zur Zahnputzandacht. Heute will ich mit Ihnen über Erziehung nachdenken. Nein, nicht gleich abschalten, bleiben Sie ruhig noch ein bisschen dran. Wobei ich es schon verstehen könnte. Erziehung, das klingt vor allem nach langweiliger Schule. Und vielleicht sind wir dann auch ganz schnell bei den Defiziten unseres Bildungssystems. Oder aber es klingt nach vorletztem Jahrhundert, nach autoritären Eltern und Lehrern. Ein Wort, das jeden Fall nicht nur positive Erinnerungen weckt. Selbst dann nicht, wenn man sagt, man hat eine gute Erziehung genossen. Im Internet habe ich folgende Definition für das Wort Erziehung gefunden. Erziehung sind alle Maßnahmen, die Kindern und Jugendlichen die Fähigkeiten vermitteln sollen, die sie im Leben brauchen. Das klingt weniger altmodisch und lässt einen weiten Spielraum. Entweder verstehe ich diese Maßnahmen als relativ enges Korsett, einen eindeutigen Rahmen, an dem sich Heranwachsende orientieren sollen, oder ich verstehe es als weiten Raum, in dem sich Kinder mit ihren Gaben und Fähigkeiten selbst entwickeln können und entfalten können. Schauen wir mal auf die Bibel, ganz konkret auf die Tageslosung aus dem 5. Buch Mose. Da heißt es: Du erkennst ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Hier geht es also auch um Erziehung, aber so einseitig auf den männlichen Teil der Gesellschaft bezogen, das würden und sollten wir heute jedenfalls so nicht mehr sagen. Erziehung ist keine Frage des Geschlechts und schon gar nicht Sache der Männer. Heute ist doch eher so, dass ein Großteil der Männer und Väter gerade erst entdeckt, dass die Zeit mit den Kindern etwas sehr Wertvolles ist. Ich würde deshalb das Bibelwort gern etwas umformulieren. Du erkennst in deinem Herzen, dass Gott dich erzogen hat, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Es geht jedenfalls nicht allein um den männlichen Teil der Gesellschaft, auch wenn das damals vielleicht so gewesen sein mag. Und es geht auch nicht unbedingt darum, wie wir unsere Kinder erziehen, sondern Gott hat etwas mitgegeben, allen Eltern, allen Nichteltern, allen Kindern und allen Großeltern, also jeder und jedem von uns. Wir können es darin wiederfinden, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir ihnen zur Seite stehen und wie unsere Eltern uns im guten Sinne den Weg durch das Leben geebnet haben. Der entscheidende Begriff ist für mich dabei die Liebe. Gottes Liebe, mit der er sich uns zuwendet, uns Orientierung, Halt, Zuversicht gibt, gelegentlich auch Grenzen setzt und vor allem die Kraft schenkt, der Angst etwas entgegenzuwirken. Kurz, die Haltung, ein gutes und mutiges Leben zu führen, auch wenn es manchmal so wie diesen Tagen schwierig erscheint. Und wenn wir die Liebe als Grundlage für ein gutes Leben nehmen, dann zeigt sich darin auch etwas von Gottes Liebe. Hört sich doch schon ganz anders an als dieses langweilige Wort Erziehung. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Sie immer wieder in Ihrem Leben Spuren von Gottes Liebe entdecken. Etwas, woran Sie sich orientieren können und was Ihnen Zuversicht schenkt. Bleiben Sie behütet.